Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich weiß, es ist wieder Camaro. Die meisten von euch möchten lieber M2 sehen, aber ich bin leider immer noch in der Garage. Ich kann erst im Mai in die Halle ziehen und die Projekte oder die Aufgaben, die beim M2 warten, die möchte ich einfach lieber in der Halle machen. Denn da habe ich dann auch eine kleine mobile Hebebühne und deswegen mache ich jetzt eben noch ein paar Camaro-Projekte oder kleine Camaro-Anpassungen, bevor er zum Motorinstandsetzer geht. Auch das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört, aber nicht mehr lange, dann ist es soweit. Und heute geht es um Stabilisatorgummis, beziehungsweise einfach ein bisschen Wartung und Verschleißteilerneuerung am Camaro. Ich habe hier schon relativ lange diese Buchsen liegen für den vorderen Stabilisator am Camaro. Ich habe auch hier schon, man sieht das, ein bisschen dunkel, schon mal so grob geschaut, wo ich ihn hochheben kann. Dann habe ich mir 2 Böcke parat gestellt, um das abzusichern. Hinten an den Hinterreifen, das kann ich euch auch einmal zeigen. Ich habe die Handbremse gezogen, aber es ist ja ein altes Auto. Habe ich zur Sicherheit einfach nochmal so kleine Unterlegkeile drunter, dass er mir hoffentlich nicht nach hinten wegrutscht. Und jetzt versuche ich das Fahrzeug einfach einmal anzuheben, damit ich dort unten an die alten Stabilisatorteile komme. Ich zeige die euch jetzt einmal, denn die sehen wirklich nicht mehr so frisch aus. So, jetzt sind wir unterm Auto und ihr seht schon, die Gummis selber sind sehr porös und sehr spröde und da wurde einfach drüber geduscht. Beim Motorinstandsetzer werden einige andere Lager auch noch ersetzt und erneuert, aber ich wollte mich jetzt eben im Vorhinein einmal darum kümmern und bezüglich Aufbockposition. Da habe ich hier unten diese große Querstrebe. Und die ist innen auch verstärkt. Das heißt, ich habe hier oben einmal reingefasst, die ist da verstärkt. Das heißt, ich werde das Auto jetzt hier an dem zentralen Punkt anheben und dann nachher rechts und links so einen Unterstellbock drunter packen und hoffen, dass das Ganze funktioniert. Ihr werdet es ja live, oder nicht live, aber ihr werdet es jetzt mitverfolgen können, ob das klappt. Und dann schauen wir mal, ob sich die Schrauben lösen lassen. So, ihr habt gesehen, mein erster Versuch war dort unten am Schlossträger oder was auch immer das ist, diese Querstrebe anzuheben. Dann kamen aber merkwürdige Knirschgeräusche. Ich meine, da ist alles mit Unterbodenschutz geschmiert und gesprayt dort unten. Das kann schon sein, dass das Knirschen dann daher kam. Wie gesagt, rein vom Gefühl her ist das dort unten. Jetzt muss ich kurz um die Ecke denken, weil ich die Kamera merkwürdig halte. So. Rein von dem, was ich fühlen konnte, ist dieser Träger, wo ich das angesetzt habe, wirklich schön stabil. Aber ich weiß halt nicht, wie gut oder wie stabil der mit dem Rest der Karosse verbunden ist. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier seht ihr das, 2 Wagenheber, auf der linken und auf der rechten Seite.
So sind jetzt beide Räder, ich denke, man kann das erkennen, sind beide Räder in der Luft. Und das eine ein bisschen mehr als das andere. Das heißt, ich werde hier auf der Seite nochmal ein bisschen hoch machen und dann sollte ich dort unten die Schrauben problemlos lösen können. Ich werde dann jetzt auch noch vielleicht den einen oder anderen Unterstellbock, zumindest auf der Seite, auf der ich arbeite, drunter stellen. Das seht ihr jetzt gleich. Ich filme jetzt wieder mit der kleineren Kamera. Da ist das ein bisschen einfacher, aber wie gesagt, zur Info, diesen großen Holm hier vorne, zumindest bei mir hat das dann doch ein bisschen zu merkwürdige Geräusche gemacht. Deswegen bin ich jetzt auf die beiden Wagenheber rechts und links umgestiegen und wir haben dort unten am Fahrzeug, das ist ja ein rahmenbasiertes Fahrzeug, 2 wunderbare große Stahlträger, wo man problemlos ansetzen kann, ohne dass da was passiert. Beziehungsweise wenn da etwas passiert, habt ihr ganz andere Probleme. Dann ist die Grundstruktur eures Rahmens kaputt. Ja, deswegen, ich mache das jetzt hier über die beiden Wagenheber, das sollte besser funktionieren. So, ihr konntet ja jetzt mitverfolgen, also die Konstruktion mit den 2 Wagenhebern, das ist super, das funktioniert, das kann ich empfehlen. Diese wunderschönen Stabilisatorgummis, die ich mir mit Kauf des Fahrzeugs, kurz danach oder so, habe ich mir die gekauft, angeblich passend für mein Fahrzeug, mit Fahrgestellnummer, mit Jahr und so weiter. Ja, und ihr habt es ja gerade gesehen, das ist viel zu groß. Die Originalen habe ich gemessen, das waren irgendwie 25 und 23. Genau, der hier hat jetzt, oder hat sogar weniger, der hat sogar nur 20 jetzt in der Breite. Er hat 22, 23 hat er jetzt in der Breite und in der Länge einfach zum Kotzen. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. So. Und in der Länge ja knapp 25. So, und das Ding hier, das hat man locker 30. Es ist jetzt die Frage, jetzt ist die Frage, soll ich ein bisschen quick and dirty hier was einsetzen und mir die nochmal neu bestellen? Weil ich will die halt ungern jetzt wieder die alten verbauen.
Das tut mir irgendwie in der Seele weh, wenn ich das jetzt schon auseinandergefummelt habe. Ich könnte hier ja was zwischenpacken. Ein Gummi oder so, ich weiß, es ist nicht geil. Aber ich fahre ja jetzt eh nicht viel mit dem Auto. Und es kommt jetzt zum Instandsetzer und für den einen Weg hin und zurück. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas finde. Ein Gummieinsatz, irgendwas, was ich noch dazwischen packen könnte. Ansonsten muss tatsächlich dieser alte Müll hier wieder rein. Ihr werdet jetzt gleich sehen, für was ich mich entschieden habe. So, ich habe jetzt einen Versuch gestartet, hier mal so Filz reingeklebt. Ich weiß, es ist furchtbar, aber es ist, ich meine, momentan fahre ich das Auto ja nicht. Ich will jetzt mal schauen, rein Interesse halber, wie das aussehen würde mit dem Filz. Ja, mit dem Filz ist das immer noch scheiße. Fuck. Okay, ja, dann wenn ich da jetzt wieder was Neues bestelle, bis dahin gehen ja wieder ein paar Wochen ins Land. Bedeutet, wir müssen das Video jetzt leider ein wenig unbefriedigend beenden, sprich ich packe da wieder den alten Halter ran. Ich ziehe die andere Seite hier hinten im Bild wieder fest. Ich bestelle ein neues Teil und ja, das war leider, also ich meine prinzipiell, okay, ihr habt gesehen, hier an diesem Träger in der Mitte, da hatte ich das ja probiert am Anfang, das Auto anzuheben. Nicht so eine gute Idee oder es knackt halt ein bisschen. Deswegen die Geschichte am Rahmen unten, dort wo jetzt der Wagenheber sitzt. Hier sitzt der ja am Rahmen. Ist ja, wie gesagt, so ein altes klassisches Fahrzeug mit einer Rahmenkonstruktion. Da kann man den wunderbar aufbocken. Habe ich an beiden Seiten gemacht mit 2 Wagenhebern, dann klappt das. Aber leider mal wieder von den amerikanischen, von dem amerikanischen Teileversand im Stich gelassen worden. Also die haben echt viele Teile, aber es kommt halt leider auch relativ häufig vor, dass dann irgendwas verkauft wird, was angeblich passt und dann doch nicht passt. Deswegen, ich mache jetzt wieder den alten Halter ran, schraube alles fest. Ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Wie gesagt, ihr habt es ja jetzt gesehen. Ihr müsst euch jetzt einfach nur im geistigen inneren Auge vorstellen, dass das Teil hier passen würde und dass dann nachher diese wunderschöne goldene Schelle hier sitzt. Das können wir jetzt halt nicht machen, weil es einfach nicht passt. So, wie ihr sehen könnt, ich habe es ja auch eben nochmal eingeblendet, die alten Stabi-Gummis wieder verbaut, links als auch rechts. Ich werde jetzt den Unterstellbock entfernen und dann lasse ich das Auto wieder ab. Ja, leider kann ich euch jetzt hier keinen erfolgreich neu verbauten Stabi-Gummi zeigen, weil die ja einfach nicht passen. Das mit dem Filz, das funktioniert auch nicht. Ist auch einfach Blödsinn, weil, wie gesagt, das ist ja, wie der Name schon sagt, ein Stabilisator und wenn der jetzt nachher nicht mehr seine Funktion erfüllt, dann kann ich mir das ja eh alles sparen. Insofern muss ich jetzt leider die bittere Pille schlucken und nochmal neue Stabilisatorgummis bestellen. Bei der Gelegenheit werde ich dann auch nochmal neue Schrauben mitbestellen, weil die sahen ja jetzt auch nicht mehr so toll aus. Aber trotzdem ist das ein bisschen schade, vor allem da die Stabilisatorgummis eben extra für dieses Fahrzeug angeblich passend sein sollten. Nun ja, so ist das manchmal. Ihr habt jetzt trotzdem eigentlich praktisch alle Schritte gesehen, bis auf eben den Tausch des Stabilisatorgummis an und für sich. Aber ja, das müsst ihr euch jetzt leider einfach vorstellen, dass die da getauscht worden sind. Denn wenn ich die jetzt in den USA bestelle, das dauert locker 2-3 Wochen, bis die da sind. Und ja, dann denke ich wahrscheinlich gar nicht mehr dran, das Video noch fertig zu machen. Deswegen endet das Video etwas unbefriedigend, aber ich hoffe, es waren trotzdem hilfreiche Infos für euch dabei. Also hier zum einen, da unten an diesem Rahmenteil, da würde ich das Fahrzeug jetzt eher nicht anheben. Zumindest hat das merkwürdige Geräusche gemacht. Das Anheben hier unten am Fahrzeugchassis oder am Rahmen selbst, dort sind ja diese großen Streben von dem Rahmen, da funktioniert das wunderbar. Da braucht man dann eben 2 Wagenheber, aber das geht einwandfrei. Und dann ist es, wie gesagt, relativ leicht. Einfach die 4 Schrauben lösen. Jeder Stabi-Gummi hat 2 Stück. Und dann ist das auch schnell getauscht. Ja, wie gesagt, hoffentlich war trotzdem was Hilfreiches dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal ein Folgevideo mache, wenn ich dann die neuen Stabi-Gummis habe. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Je nachdem, demnächst geht es ja eh in die große Halle und da kommen dann mehr Videos mit ein bisschen mehr Umfang.
Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.